Der belgische Malinois und der holländische Schäferhund sind beide extrem intelligente, hochtrainierbare und beeindruckende Arbeitshunde, die nicht nur durch ihre Leistungsfähigkeit, sondern auch durch ihre Ausstrahlung auffallen. Und genau deshalb kann es für dich eine echte Herausforderung sein, den richtigen dieser beiden Herdenhunde auszuwählen. Denn obwohl sie sich auf den ersten Blick ähneln, unterscheiden sie sich in vielen entscheidenden Punkten deutlich. Und genau darum geht es in diesem Video. Wir vergleichen beide Rassen direkt miteinander, schauen auf Stärken, Unterschiede und Besonderheiten, damit du am Ende genau weißt, welcher Hund besser zu dir und deinem Leben passt. Aussehen. Schon beim ersten Blick wird klar, dass beide Hunde echte Hingucker sind. Denn der belgische Malinois beeindruckt mit seinem eleganten, kurz- bis mittellangen Fell in warmen Mahagonitönen, das durch schwarze Haarspitzen ein besonders edles Muster erhält, während seine dunkle Maske im Gesicht zusammen mit den aufmerksamen Ohren ihm diesen typischen, fast schon professionellen Arbeitslook verleiht, der ihn sofort als hochkonzentrierten Diensthund erkennen lässt. Der holländische Schäferhund dagegen setzt optisch auf ein völlig anderes Highlight. Denn er ist mit wunderschönen gestromten Mustern in Gold-, Silber- oder Grautönen versehen, die je nach Hund sogar leicht weißliche oder schwarze Akzente haben können. Und obwohl Fachleute diese Färbung oft als gelb gestromt bezeichnen, wirkt jeder einzelne Hund wie ein Unikat. Zusätzlich gibt es ihn in 3 verschiedenen Fellvarianten, nämlich kurzhaarig mit markanter Struktur und buschiger Rute, langhaarig mit weicher Unterwolle und dichter Behaarung oder rauhaarig mit besonders kräftigem, fast wilden Fell, das ihn noch ursprünglicher wirken lässt. Geschichte. Der belgische Malinois hat seinen Ursprung im späten 19. Jahrhundert in Belgien, wo er als eine der 4 Varianten der belgischen Schäferhunde gezielt für Arbeit, Schutz- und Hüteaufgaben gezüchtet wurde und sich schnell einen Namen als extrem leistungsstarker und zuverlässiger Arbeitspartner machte, während der holländische Schäferhund ursprünglich in den Niederlanden als echter Allround-Arbeitshund eingesetzt wurde, der nicht nur Herden trieb, sondern auch kleine Fuhrwagen zog und Höfe bewachte, also ein echter Multitalenthund für das ländliche Leben. Mit der Industrialisierung und modernen Landwirtschaft geriet der holländische Schäferhund jedoch zeitweise stark unter Druck und seine Population nahm deutlich ab, doch engagierte Züchter haben über die Jahre hinweg dafür gesorgt, dass diese traditionsreiche Rasse nicht verschwindet und heute wieder als stabiler, vielseitiger Arbeitshund geschätzt wird. Zweck und Vielseitigkeit. Wenn es um Einsatzmöglichkeiten und Vielseitigkeit geht, gehören sowohl der belgische Malinois als auch der holländische Schäferhund zur absoluten Elite der Arbeitshunde. Doch ihre Schwerpunkte unterscheiden sich durchaus. Der belgische Malinois hat sich in den vergangenen Jahrzehnten weltweit einen nahezu legendären Ruf erarbeitet und gilt heute für viele Experten als einer der leistungsfähigsten Diensthunde überhaupt. Ob bei Polizei, Militär, Grenzschutz, Spezialeinheiten oder Such- und Rettungsdiensten, der Malinois wird überall dort eingesetzt, wo höchste Konzentration, kompromisslose Einsatzbereitschaft und blitzschnelle Reaktionen gefragt sind. Seine enorme Arbeitsmotivation, seine Belastbarkeit und seine Fähigkeit, auch unter extremem Stress präzise zu arbeiten, haben ihn zu einem festen Bestandteil zahlreicher Eliteeinheiten auf der ganzen Welt gemacht. Der holländische Schäferhund verfolgt dagegen einen etwas anderen Weg. Zwar verfügt auch er über hervorragende Arbeitsanlagen und wird erfolgreich im Polizeidienst, Schutzdienst sowie in Such- und Rettungseinsätzen eingesetzt. Doch seine größte Stärke liegt in seiner Vielseitigkeit. Historisch wurde er als echter Allrounder gezüchtet, der auf Bauernhöfen nahezu jede Aufgabe übernehmen konnte, vom Hüten großer Herden über das Bewachen von Haus und Hof bis hin zum Ziehen von Wagen. Diese breite Veranlagung spiegelt sich bis heute in seinem Wesen wider. Er passt sich unterschiedlichsten Aufgaben an und zeigt häufig eine beeindruckende Balance zwischen Arbeitswillen, Nervenstärke und Familientauglichkeit. Interessant ist dabei, dass der holländische Schäferhund in den letzten Jahren zunehmend auch bei Behörden und Spezialeinheiten Aufmerksamkeit erregt hat. Während der belgische Malinois dort weiterhin die erste Wahl bleibt, gilt der holländische Schäferhund mittlerweile eher als gezielte Ergänzung. Einige Hundeführer schätzen an ihm seine oftmals etwas ausgeglichenere Art, seine hohe Belastbarkeit und seine Fähigkeit, sich flexibel an verschiedene Einsatzbereiche anzupassen,
Dadurch findet man ihn heute immer häufiger in spezialisierten Aufgabenbereichen, wo seine besonderen Stärken gezielt genutzt werden. Zusammengefasst könnte man sagen, der belgische Malinois ist der hochspezialisierte Leistungssportler unter den Diensthunden, kompromisslos, explosiv und auf maximale Performance ausgelegt. Der holländische Schäferhund hingegen ist der vielseitige Alleskönner, der nahezu jede Aufgabe übernehmen kann und dabei oft etwas flexibler agiert. Beide sind außergewöhnliche Arbeitshunde. Doch während der Malinois häufig als Spezialist überzeugt, punktet der holländische Schäferhund vor allem durch seine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit. Größe. Beim Thema Körperbau liegen beide Hunde relativ nah beieinander, denn der belgische Malinois erreicht eine Schulterhöhe von etwa 58 bis 66 cm bei den Rüden und wiegt dabei ungefähr 25 bis 34 Kilogramm, während Hündinnen etwas kleiner und leichter sind. Wohingegen der holländische Schäferhund mit etwa 55 bis 63 cm Schulterhöhe und einem Gewicht zwischen 23 und 32 Kilogramm ähnlich gebaut ist, wobei er insgesamt oft etwas kompakter und robuster wirkt. Lebenserwartung. In Sachen Lebensdauer kannst du bei beiden Rassen mit einer relativ stabilen Spanne rechnen, denn der belgische Malinois lebt im Durchschnitt etwa 12 bis 14 Jahre, während der holländische Schäferhund meist zwischen 11 und 14 Jahre alt wird, wobei beide bereits mit etwa 2 Jahren körperlich vollständig ausgereift sind und mit ungefähr 3 Jahren ihre volle mentale Stabilität und Arbeitsreife erreichen. Fellpflege und Haaren. Wenn es um Pflege geht, solltest du wissen, dass der belgische Malinois zweimal im Jahr deutlich stärker haart, besonders im Frühling und Herbst, weshalb regelmäßiges Bürsten 1- bis 2-mal pro Woche absolut notwendig ist, um lose Haare zu entfernen und das Fell gesund zu halten. Zusätzlich sollten Krallen und Ohren regelmäßig kontrolliert werden. Der holländische Schäferhund kann je nach Felltyp ebenfalls stark haaren, insbesondere während der sogenannten Blow-Coat-Phase, in denen er sein gesamtes Unterfell nahezu auf einmal verliert. Und egal ob kurz, lang oder rauhaarig, regelmäßige Fellpflege ist hier absolut entscheidend, um Verfilzungen zu vermeiden und die Hautgesundheit zu erhalten. Temperament. Charakterlich zeigt der belgische Malinois ein sehr selbstbewusstes, wachsam intensives Wesen, das stark auf seine Bezugsperson fixiert ist und eine ausgeprägte Schutzbereitschaft besitzt, was ihn zu einem hervorragenden Wach- und Arbeitshund macht, der jedoch klare Führung und Struktur benötigt. Der holländische Schäferhund ist ebenfalls wachsam und loyal, wirkt jedoch oft etwas ausgeglichener im sozialen Umgang, wobei er bei fehlender Sozialisierung durchaus reserviert oder skeptisch gegenüber fremden Hunden reagieren kann, weshalb frühe und konsequente Erziehung hier besonders wichtig ist. Auch bei der Beißkraft liegen beide Rassen im oberen Bereich leistungsstarker Arbeitshunde, wobei der belgische Malinois typischerweise eine Beißkraft von ungefähr 195 bis 220 PSI erreicht und diese vor allem sehr kontrolliert und präzise einsetzt, während der holländische Schäferhund in einem ähnlichen Bereich liegt und durch seine oft etwas kräftigere Statur teilweise als minimal stabiler im Griff wahrgenommen wird. Entscheidend ist jedoch weniger der reine Zahlenwert, sondern vielmehr die Art der Kontrolle, denn beide Hunde sind darauf gezüchtet, ihren Biss gezielt, sauber und arbeitsorientiert einzusetzen, was sie für professionelle Einsatzbereiche so wertvoll macht. Intelligenz. Beide Rassen gehören definitiv zur Elite, wenn es um Intelligenz geht, denn der belgische Malinois zählt zu den klügsten Arbeitshunden weltweit, der extrem schnell lernt, Aufgaben präzise ausführt und geistige Auslastung regelrecht einfordert, während der holländische Schäferhund ebenfalls sehr lernfähig ist, aufmerksam reagiert und sich hervorragend für komplexe Arbeitsaufgaben eignet, auch wenn er insgesamt etwas vielseitiger und weniger spezialisiert wirkt. Agilität und Bewegung. In Sachen Agilität, Geschwindigkeit und körperlicher Leistungsfähigkeit gehört der belgische Malinois zu den absoluten Spitzenreitern unter den Arbeitshunden, denn er kombiniert explosive Kraft mit einer außergewöhnlichen Reaktionsgeschwindigkeit und einer extremen Wendigkeit, wodurch er selbst kleinste Signale seines Hundeführers in Sekundenbruchteilen umsetzen kann und in dynamischen Situationen regelrecht aufblüht. Besonders in kurzen, intensiven Belastungsphasen
zeigt er seine volle Stärke. Er erreicht beeindruckende Sprintfähigkeiten von bis zu etwa 45 bis 50 Kilometer pro Stunde und wirkt dabei so, als würde er jede Bewegung vorausdenken, statt nur zu reagieren. Der holländische Schäferhund steht ihm in Sachen Athletik jedoch kaum nach, auch wenn sein Bewegungsprofil etwas anders ausgeprägt ist. Denn er überzeugt weniger durch reine Explosivität als vielmehr durch eine gleichmäßige, ausdauernde Leistungsfähigkeit, die ihn besonders in längeren Arbeitseinheiten wie Fährtenarbeit, Herdenarbeit oder Zughundesport extrem wertvoll macht. Während der Malinois also eher der sprinterartige Hochleistungssportler ist, der in Sekunden entscheidet und agiert, zeigt sich der holländische Schäferhund meiner Meinung nach als robuster Dauerläufer mit enormer Stabilität, der seine Energie über lange Zeit konstant abrufen kann, ohne an Präzision oder Fokus zu verlieren. Trainierbarkeit. Wenn es um Trainierbarkeit geht, bewegen sich beide Rassen auf einem Niveau, das selbst erfahrene Hundeführer immer wieder beeindruckt. Denn sowohl der belgische Malinois als auch der holländische Schäferhund sind extrem aufnahmefähig, arbeitswillig und mental unglaublich schnell unterwegs. Allerdings nur dann, wenn du ihnen von Anfang an klare Strukturen, konsequente Führung und eine absolut verständliche Kommunikation gibst. Der belgische Malinois wirkt im Training oft wie ein Hund, der permanent auf Empfang ist. Denn er wartet regelrecht auf die nächste Aufgabe, saugt neue Kommandos in kürzester Zeit auf und braucht genau diese Mischung aus Präzision, Tempo und mentaler Auslastung, um wirklich ausgeglichen zu bleiben. Kurze, intensive Trainingseinheiten, die ihn fordern, aber nicht überdrehen, sind hier der Schlüssel. Denn sobald er geistig unterfordert ist, sucht er sich seine eigenen Aufgaben und die sind selten im Sinne des Halters. Der holländische Schäferhund zeigt sich im Training ebenfalls hochintelligent und sehr lernbereit, wirkt dabei aber oft etwas strukturierter und ruhiger in der Aufnahme neuer Inhalte. Besonders wenn es um praktische, realitätsnahe Aufgaben geht, wie sie im Diensthundebereich typisch sind. Denn er versteht schnell Zusammenhänge, arbeitet zuverlässig unter klaren Regeln und überzeugt vor allem dann, wenn Training nicht nur aus reiner Drillübung besteht, sondern einen echten Sinn und Zweck hat. Genau deshalb eignen sich beide Hunde hervorragend für K9-Arbeit, Schutzdienst oder anspruchsvolle Einsatztrainings, weil sie nicht nur Kommandos ausführen, sondern echte Arbeitsmentalität mitbringen. Und genau hier entsteht dieses beeindruckende Zusammenspiel aus Fokus, Präzision und Teamarbeit, das in echten Einsatzsituationen entscheidend ist. Bewegungsbedarf. Wenn du diese Hunde nicht körperlich und geistig auslastest, wirst du schnell Probleme bekommen, denn der belgische Malinois ist eine echte Powermaschine, die täglich intensive Beschäftigung braucht, während der holländische Schäferhund ebenfalls viel Bewegung, lange Spaziergänge und anspruchsvolle Aufgaben benötigt, um ausgeglichen, zufrieden und mental gesund zu bleiben. Familienleben. Im Familienalltag zeigen sich beide Rassen als äußerst loyale und eng an ihre Bezugspersonen gebundene Hunde, die ihre Menschen nicht nur begleiten, sondern regelrecht in ihren Alltag integrieren wollen. Wobei der holländische Schäferhund häufig als etwas alltagstauglicher wahrgenommen wird, weil er, bei guter Sozialisation und klaren Regeln, seine Arbeitsenergie besser zwischen aktiven Phasen und ruhigeren Momenten im Familienleben ausbalancieren kann und sich dadurch flexibel in unterschiedliche Lebenssituationen einfügt. Der belgische Malinois bringt dagegen eine besonders hohe emotionale und arbeitsbezogene Intensität mit, die sich stark auf seine Familie konzentriert. Denn er ist extrem menschenbezogen, aufmerksam und ständig bereit, Verantwortung zu übernehmen, was ihn im Alltag zu einem sehr präsenten und wachsamen Begleiter macht, der jedoch eine klare Führung, viel Beschäftigung und eine erfahrene Hand braucht, um seine Energie sinnvoll zu kanalisieren. Beide Hunde sind dabei keineswegs distanziert oder schwer zugänglich, sondern im Gegenteil enge Bindungshunde, die ihre Familie als festen Mittelpunkt sehen. Allerdings unterscheiden sie sich darin, wie stark sie diese Bindung in Verhalten und Reaktionsbereitschaft im Alltag ausdrücken, weshalb bei beiden Rassen eine konsequente, ruhige und erfahrene Führung der entscheidende Faktor für ein harmonisches Zusammenleben ist. Wohnung und Alltag. Beide Hunde können theoretisch auch in einer Wohnung leben, allerdings nur dann, wenn du ihnen ausreichend Bewegung und mentale Auslastung bietest.
Denn ohne regelmäßige Arbeit und Aktivität werden sie schnell unausgeglichen, wobei ein Garten oder ein großes Grundstück für beide Rassen definitiv ein großer Vorteil ist. Aber auch dieser alleine wird beide Tiere nicht auslasten. Es liegt definitiv an dir, ihnen mehr Aktivität zu bieten. Das Alleinsein. Sowohl der belgische Malinois als auch der holländische Schäferhund sind menschenbezogen und können eher schlecht lange alleine bleiben. Denn bereits nach wenigen Stunden kann sich Frust oder Stress aufbauen, weshalb sie am besten in Haushalten leben, in denen fast immer jemand präsent ist oder aber zur Not sie gut trainierte Alleinzeiten haben. Charakter und Persönlichkeit. Der belgische Malinois ist intensiv, fokussiert und extrem loyal, mit einem starken Drang, seine Bezugsperson zu beschützen und Aufgaben perfekt auszuführen, während der holländische Schäferhund etwas vielseitiger, oft etwas ruhiger im sozialen Umfeld und gleichzeitig sehr arbeitsfreudig ist, was ihn zu einem echten Allround-Partner macht. Verträglichkeit mit anderen Tieren. Beide Rassen können problematisch sein, wenn sie nicht früh sozialisiert werden. Denn ohne klare Gewöhnung an andere Hunde oder Tiere, in jungen Jahren kann es zu Unsicherheiten oder Dominanzverhalten kommen, weshalb frühe Sozialisation hier entscheidend ist. Gesundheit. Der belgische Malinois gilt insgesamt als robuste Rasse, kann aber gelegentlich Probleme mit Hüfte, Ellenbogen oder Augen entwickeln, während beim holländischen Schäferhund ebenfalls Hüftprobleme auftreten können und je nach Fellvariante auch Schilddrüsen- oder Hautthemen eine Rolle spielen, weshalb regelmäßige Tierarztkontrollen wichtig bleiben. Am Ende sind sowohl der belgische Malinois als auch der holländische Schäferhund außergewöhnliche Hunde mit absolut beeindruckenden Fähigkeiten. Doch während der Malinois eher der hochintensive Spezialist ist, der absolute Präzision, klare Führung und permanente mentale wie körperliche Auslastung braucht, zeigt sich der holländische Schäferhund als etwas vielseitigerer Allrounder mit ähnlich hoher Leistungsbereitschaft, aber oft etwas mehr Flexibilität im Alltag, was ihn in bestimmten Lebenssituationen etwas anpassungsfähiger wirken lässt, ohne dabei an Arbeitsqualität zu verlieren. Und genau deshalb solltest du deine Entscheidung nicht nach Optik oder Trend treffen, sondern ehrlich danach, wie viel Zeit, Erfahrung und Energie du wirklich in einen solchen Hund investieren kannst. Denn beide Rassen verzeihen keine Halbherzigkeit und entwickeln ihr volles Potenzial nur dann, wenn sie wirklich gefordert und verstanden werden. Und jetzt interessiert mich deine Meinung. Welcher Hund wäre für dich persönlich die bessere Wahl? Der kompromisslose Spezialist Malinois oder der vielseitige Allrounder Dutch Shepherd? Schreib es in die Kommentare, denn oft entstehen genau dort die spannendsten Diskussionen zwischen Haltern, Hundeführern und echten Praxiserfahrungen, die dieses Thema noch viel realistischer machen als jede Theorie.